Lektion 1: Kochtipps. Kochen kann manchmal eine ziemliche Herausforderung sein, findest du nicht? Unbedingt. Ich habe immer Schwierigkeiten, die richtigen Aromen zu finden. Nun, ich kann Ihnen bei der Entscheidung helfen, welche Zutaten für ein köstliches Gericht verwendet werden sollen. Das wäre fantastisch. Könntest du mir auch ein paar Tipps zum Würzen geben? Natürlich. Würzen ist der Schlüssel zur Verbesserung des Geschmacks Ihres Essens. Ich habe gehört, dass die Verwendung von frischen Kräutern einen großen Unterschied machen kann. Stimmt das? Ja, frische Kräuter verleihen Ihren Gerichten einen lebendigen Geschmack. Du solltest sie auf jeden Fall probieren. Ich werde sicherstellen, dass ich mehr frische Kräuter in meine Küche einbeziehe. Danke für den Rat. Du bist willkommen. Denken Sie daran, Ihr Essen beim Kochen zu probieren, um die Würze anzupassen. Das behalte ich im Hinterkopf. Ich schätze deine Hilfe, John. Es ist mir ein Vergnügen, Anna. Viel Spaß beim Kochen. Lektion 2: Geldwechsel. Das ist großartig. Gibt es hier eine Gebühr oder Provision für den Geldwechsel? Nein, zum Glück fallen für den Geldwechsel keine Gebühren oder Provisionen an. Das ist gut zu wissen. Ich habe Erfahrungen gemacht, wo die Gebühren ziemlich hoch waren. Ja, an manchen Orten können exorbitante Gebühren für den Geldwechsel erhoben werden. Es ist wichtig, dass Sie sich der Tarife und Gebühren bewusst sind, bevor Sie einen Umtausch vornehmen. Absolut. Es ist immer eine gute Idee, Tarife zu vergleichen, um das beste Angebot zu erhalten. Ich stimme zu. Es ist besser, Geld an einem zuverlässigen und seriösen Ort umzutauschen. Das stimmt. Es ist auch hilfreich zu überprüfen, ob Sie einen fairen Wechselkurs haben. Ich werde meine Nachforschungen anstellen, bevor ich das nächste Mal eine Währung umtausche. Das ist ein kluger Ansatz. Das kann dir auf lange Sicht etwas Geld sparen. Lektion 3: Den Bus nehmen. Okay, lass uns jetzt dorthin gehen und den Bus nehmen. Klar, lassen Sie uns keine Zeit mehr verschwenden. Wir wollen es nicht verpassen. Richtig. Es ist wichtig, pünktlich zu sein, wenn es um öffentliche Verkehrsmittel geht. Absolut. Busse haben feste Fahrpläne und wir müssen pünktlich da sein. Ich schaue im Busfahrplan nach, wann der nächste eintrifft. Das ist eine gute Idee. Wir können unsere Zeit entsprechend planen. Es scheint, dass der nächste Bus in etwa 10 Minuten hier sein wird. Großartig. Wir haben genug Zeit, um ohne Eile dorthin zu gelangen. Stellen wir sicher, dass wir unser Busticket bereit haben, bevor wir einsteigen. Ja, es ist immer besser, vorbereitet zu sein. Wir wollen die Leitung nicht überfordern. Lektion 4: Eine bestimmte Zielgruppe ansprechen. Sie sind immer noch effektiv, aber teuer. Sollten wir ein bestimmtes Publikum ansprechen? Das ist ein gutes Argument. Die Ausrichtung auf eine bestimmte Zielgruppe kann zu besseren Ergebnissen führen. Es ermöglicht uns, unsere Ressourcen darauf zu konzentrieren, die richtigen Leute zu erreichen. Exakt. Wir können unsere Botschaft so anpassen, dass sie bei dieser bestimmten Gruppe ankommt. Es hilft uns auch, unser Budget effizienter zu verteilen. Ja, wir können vermeiden, Ressourcen an Menschen zu verschwenden, die nicht interessiert sind.
Indem wir eine bestimmte Zielgruppe ansprechen, können wir die Erfolgschancen erhöhen. Das stimmt. Es geht darum, die richtigen Leute zu finden, die wahrscheinlich antworten werden. Wir sollten Marktforschung betreiben, um unsere Zielgruppe zu identifizieren. Einverstanden. Es wird entscheidend sein, Ihre Präferenzen und Bedürfnisse zu verstehen. Lektion 5: Auswirkungen auf Aufzüge und Klimaanlagen. Beeinträchtigt dies die Funktion von Aufzügen und Klimaanlagen? Es ist möglich. Stromausfälle können den Betrieb solcher Systeme stören. Das könnte ein Problem sein, insbesondere in hohen Gebäuden und heißen Klimazonen. Ja, Aufzüge funktionieren möglicherweise nicht mehr und die Klimaanlage kann beeinträchtigt werden. Es ist wichtig, dass Backup-Systeme oder Generatoren vorhanden sind. Absolut. Die Notstromversorgung kann die Kontinuität wichtiger Dienste sicherstellen. Der Komfort und die Sicherheit der Menschen sollten in solchen Situationen Priorität haben. Ich stimme zu. Durch angemessene Vorbereitungen können die entstandenen Unannehmlichkeiten minimiert werden. Hoffen wir, dass die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um größere Störungen zu verhindern. In der Tat. Proaktiv zu sein ist entscheidend, um mit solchen Situationen effektiv umzugehen. Lektion 6: Lebensmitteleinkauf. Holen wir uns ein paar Sandwiches und Suppen aus der Dose. Vergiss Snacks wie Chips nicht. Das klingt nach einem guten Plan. Wir können schnell und einfach essen. Ich hole mir etwas Brot und Aufschnitt für die Sandwiches. Ich werde sicherstellen, dass ich für einige Optionen verschiedene Suppen aus der Dose mitnehme. Tolle Idee. Und vergessen wir nicht, die Ablaufdaten zu überprüfen. Absolut. Wir wollen sicherstellen, dass alles frisch und sicher zu essen ist. Snacks wie Chips verleihen unserer Mahlzeit etwas Crunch. Ich hole ein paar Taschen. Klingt gut. Lassen Sie uns auch alle diätetischen Präferenzen oder Einschränkungen berücksichtigen. Richtig. Wir sollten nach Optionen suchen, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind. Das werde ich bei der Auswahl der Snacks berücksichtigen. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Kein Problem. Lass uns zum Supermarkt gehen und alles besorgen, was wir brauchen. Einverstanden. Wir werden im Handumdrehen ein köstliches und praktisches Essen haben. Lektion 7: Kunst schätzen. Ich fühle mich besonders zu Gemälden und Skulpturen hingezogen. Wie steht's mit dir, Anna? Ich schätze alle Kunstformen, aber ich habe ein Faible für Fotografie. Das ist interessant. Die Fotografie kann einzigartige Perspektiven einfangen. Ja, es ist ein starkes Medium, das Emotionen vermitteln und Geschichten erzählen kann. Gemälde und Skulpturen können dagegen visuell faszinierend sein. Auf jeden Fall. Die Verwendung von Farben, Texturen und Formen kann faszinierend sein. Es ist faszinierend, wie Künstler ihre Kreativität durch verschiedene Medien ausdrücken können. Kunst ermöglicht es uns, die Welt aus einer anderen Linse zu betrachten und neue Ideen zu entdecken. Das stimmt. Es ist eine Möglichkeit, sich mit der Vision und Interpretation des Künstlers zu verbinden. Ob es sich um ein Gemälde, eine Skulptur oder ein Foto handelt, Kunst hat die Kraft zu inspirieren. Lektion 8:
Lust auf Lasagne. Und Pilze. Lecker, ich liebe Lasagne. Folgst du einem Rezept, Anna? Ja, ich habe ein bewährtes Rezept, das ich gerne verwende. Das ist großartig. Hausgemachte Lasagne ist immer ein Genuss. In der Tat. Die Schichten aus Pasta, Sauce, Käse und Pilzen sind köstlich. Es ist ein beruhigendes Gericht, das Menschen zusammenbringt. Absolut. Es ist perfekt für Familienfeiern oder gemütliche Abende zu Hause. Ich freue mich darauf, deine köstliche Lasagne zu probieren, Anna. Ich werde dafür sorgen, dass ich es mit Liebe und Sorgfalt zubereite. Ich bin sicher, es wird fantastisch. Lasagne ist für viele ein klassischer Favorit. Danke für die freundlichen Worte, John. Ich hoffe, es gefällt dir. Lektion 9: Zusammenarbeit mit Einheimischen. Ich habe über die potenziellen Vorteile dieser Strategie nachgedacht. Durch die Zusammenarbeit mit Einheimischen können wir wertvolle Einblicke und Verbindungen gewinnen. Das stimmt. Sie haben ein tiefes Verständnis für den lokalen Markt und die lokale Kultur. Ihr Fachwissen kann uns helfen, Herausforderungen zu bewältigen und unseren Ansatz anzupassen. Die Zusammenarbeit mit Einheimischen fördert auch das Engagement und die Unterstützung der Gemeinschaft. Absolut. Es zeigt unser Engagement, zusammenzuarbeiten, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Es ist wichtig, sinnvolle Beziehungen aufzubauen und Vertrauen zu fördern. Indem wir die Einheimischen einbeziehen, können wir eine positive Wirkung erzielen und einen Beitrag zur Gemeinschaft leisten. Ich glaube, dass dieser Ansatz zu langfristiger Nachhaltigkeit und Wachstum führen wird. Lektion 10: In der Stadt navigieren. Biegen Sie an der zweiten Straße links ab. Die Bank wird zu Ihrer Rechten sein. Ich hab's. Ich biege ab und halte Ausschau nach der Bank. Es ist ein guter Orientierungspunkt, der uns in die richtige Richtung führt. Ich schätze deine Navigationsfähigkeiten, John. Das macht unsere Reise einfacher. Ich freue mich, dass ich helfen kann. Das Navigieren in der Stadt kann manchmal schwierig sein. Ja, vor allem, wenn Sie mit der Gegend nicht vertraut sind. Wenn Sie auf Straßenschilder und Wahrzeichen achten, kann dies weniger entmutigend sein. Absolut. Es geht darum, konzentriert zu bleiben und den Anweisungen zu folgen. Wir werden unser Ziel in kürzester Zeit erreichen. Nur ein bisschen weiter. Danke, dass du mich geführt hast, John. Ich fühle mich jetzt selbstbewusster. Gern geschehen, Anna. Ich freue mich, dass ich dir weiterhelfen konnte. Lektion 11: Weißes Gebäude im Park. Hast du das weiße Gebäude im Park bemerkt? Ja, habe ich. Ich frage mich, ob es vor oder nach dem weißen Pavillon gebaut wurde. Ich glaube, das weiße Gebäude wurde nach dem Pavillon gebaut. Das ist interessant. Ich dachte immer, der Pavillon wäre die jüngste Ergänzung. Nein, ich erinnere mich, gelesen zu haben, dass das weiße Gebäude gebaut wurde, um die Parkverwaltung unterzubringen. Oh, ich verstehe. Es dient also einem praktischen Zweck. Exakt. Es ist eine nette Ergänzung zu den Einrichtungen des Parks. Ich stimme zu.
Das weiße Gebäude verleiht der Umgebung einen Hauch von Eleganz. Und es ergänzt das Design des Pavillons sehr gut. Auf jeden Fall. Die weiße Farbe verbindet sie gut miteinander. Es ist faszinierend, wie Architektur die Schönheit eines Parks verbessern kann. Absolut. Es zeigt, wie viel Gedanken in die Gestaltung des Parks gesteckt wurden. Ich bin froh, dass Sie die Entscheidung getroffen haben, das weiße Gebäude einzubeziehen. Lektion 12. Genauigkeit von Store-Testern. Weißt du, manchmal sind die Tester in den Geschäften nicht genau. Ja, das habe ich auch erlebt. Das kann ziemlich frustrierend sein. Es ist wichtig, dies zu berücksichtigen, wenn Sie Produkte ausprobieren. Absolut. Es ist immer eine gute Idee, die Ergebnisse zu überprüfen. Ich denke, das liegt daran, dass die Tester von so vielen Leuten benutzt werden. Das stimmt. Sie können mit der Zeit abgenutzt oder kontaminiert werden. Es ist auch möglich, dass sie nicht richtig kalibriert sind. Ja, Kalibrierungsprobleme können die Genauigkeit definitiv beeinträchtigen. Es ist also ratsam, die Tester als allgemeinen Leitfaden zu verwenden, anstatt sich ausschließlich auf sie zu verlassen. Ich stimme zu. Es ist immer eine gute Idee, etwas zu recherchieren und auch Rezensionen zu lesen. Auf diese Weise können wir vor dem Kauf fundiertere Entscheidungen treffen. Auf jeden Fall. Es ist besser, gut informiert zu sein, als später enttäuscht zu sein. Ich habe diese Lektion ein paar Mal auf die harte Tour gelernt. Ich auch. Ich schätze, das ist alles Teil des Einkaufserlebnisses. Lektion 13. Nach London gehen. Ich gehe nach London. Wie steht's mit dir? Ich gehe auch nach London. Es scheint, dass wir auf derselben Reiseroute sind. Das ist großartig. Wir können die Stadt zusammen erkunden. Absolut. Es macht immer mehr Spaß, auf Reisen Gesellschaft zu haben. Warst du schon einmal in London? Ja, habe ich. Ich liebe die reiche Geschichte und die lebendige Atmosphäre der Stadt. Es gibt so viel zu sehen und zu tun. Ich freue mich darauf, die berühmten Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Wir sollten auf jeden Fall unsere Reiseroute planen und das Beste aus unserer Zeit dort machen. Ich stimme zu. Ich möchte das British Museum besuchen und einen Spaziergang entlang der Themse machen. Und wir dürfen den Buckingham Palace und den Tower of London nicht verpassen. Es wird eine tolle Reise. Ich kann es kaum erwarten, Londons Charme zu erleben. Ich auch. Stellen wir sicher, dass wir auch traditionelle englische Küche probieren. Auf jeden Fall. Fish and Chips und Nachmittagstee sind ein Muss. Lektion 14. Preise vergleichen. Toll, wir können die Preise vergleichen und die besten Optionen auswählen. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist immer gut, auf unser Budget zu achten. Absolut. London kann eine teure Stadt sein, aber es gibt Möglichkeiten, Geld zu sparen. Ich habe gehört, dass es in bestimmten Gegenden günstigere Einkaufsmöglichkeiten gibt. Ja, Märkte wie Camden Market und Portobello Road sind bekannt für ihre einzigartigen Funde. Und wir können auch in Kaufhäusern nach Rabatten und Verkäufen suchen.
Online-Shopping könnte eine weitere Option sein, die Sie in Betracht ziehen sollten. Es stimmt, wir können Preise vergleichen und gute Angebote auf Websites finden. Es ist wichtig, nach versteckten Kosten wie Versandkosten Ausschau zu halten. Ja, die können sich summieren. Wir sollten immer das Kleingedruckte lesen. Einverstanden. Wenn wir fleißig sind, können wir unser Geld noch weiter verdienen. Und das bedeutet mehr Möglichkeiten, die Attraktionen und Erlebnisse der Stadt zu genießen. Lektion 15. Einfach anzubauende Kräuter. Können Sie mir einfach anzubauende Kräuter für meinen Garten vorschlagen? Auf jeden Fall. Basil ist eine gute Wahl. Sie gedeiht an sonnigen Standorten. Das klingt perfekt. Ich liebe das Aroma und den Geschmack von frischem Basilikum. Sie sollten auch in Betracht ziehen, Minze anzubauen. Es ist unglaublich robust und vielseitig. Minze wäre eine großartige Ergänzung. Ich kann es für Tees und Cocktails verwenden. Ein anderes Kraut, das Sie in Betracht ziehen sollten, ist Rosmarin. Es ist ziemlich widerstandsfähig und verleiht vielen Gerichten Geschmack. Ich koche gerne mit Rosmarin. Es verleiht gebratenem Fleisch einen wunderbaren Duft. Wenn Sie ein bisschen Würze mögen, versuchen Sie, Chilischoten anzubauen. Das ist eine tolle Idee. Ich kann meinem Geschirr etwas Wärme hinzufügen. Schließlich ist Petersilie ein beliebtes Kraut, das einfach anzubauen ist und den Mahlzeiten Frische verleiht. Ich werde auf jeden Fall Petersilie in meinen Kräutergarten aufnehmen. Danke für die Anregungen. Du bist willkommen. Viel Spaß beim Gärtnern. Lektion 16. Vor dem Kauf testen. Ich habe eine Idee. Wir könnten es vor dem Kauf testen. Das ist eine gute Idee. Tests können uns helfen, eine bessere Entscheidung zu treffen. Wir können eine Demo-Version ausprobieren oder sie uns von jemandem ausleihen. Ja, auf diese Weise können wir sehen, ob es unseren Bedürfnissen entspricht. Das Testen wird uns eine praktische Erfahrung geben. Und wir können seine Qualität und Funktionalität beurteilen. Wir sollten auch Kundenrezensionen und Bewertungen überprüfen. Das ist wichtig, um sich ein Bild von den Erfahrungen anderer zu machen. Das Testen hilft uns, die Reue des Käufers zu vermeiden. Es ist ein kluger Ansatz, um späteres Bedauern zu verhindern. Lassen Sie uns weitere Informationen sammeln und Optionen vergleichen. Auf jeden Fall ist eine gründliche Recherche erforderlich. Wir sollten eine Checkliste mit den zu testenden Funktionen erstellen. So verpassen wir keine wichtigen Aspekte. Das Testen gibt uns Vertrauen in unsere Entscheidung. Und wir können einen gut informierten Kauf tätigen. Lektion 17. Mit Produce beginnen. Okay, fangen wir mit den Produkten an. Das ist ein guter Ort, um mit unserer Reinigung zu beginnen. Wir sollten Obst und Gemüse gründlich waschen. Ja, die richtige Reinigung gewährleistet ihre Sicherheit. Wir können eine sanfte Obst- und Gemüsewäsche verwenden. Das hilft, Schmutz und Rückstände zu entfernen. Achten wir auch auf Blattgemüse. Sie können Bakterien beherbergen, daher ist das Spülen wichtig. Wir sollten auch nach verdorbenen Gegenständen suchen.
Wenn Sie sie entfernen, wird eine Kontamination verhindert. Mit den Produkten zu beginnen, ist die richtige Grundlage geschaffen. Es ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Sauberkeit in der Küche. Lektion 18: Überprüfen der Wettervorhersage. Definitiv, und vergiss nicht, vor dem Packen die Wettervorhersage zu überprüfen. Das ist eine gute Erinnerung. Die Wetterbedingungen können unsere Pläne beeinflussen. Wir sollten wissen, ob es regnen oder sonnig sein wird. Es wird uns helfen, angemessene Kleidung und Ausrüstung einzupacken. Wir können die Vorhersage auf einer zuverlässigen Wetter-App überprüfen. Auf diese Weise können wir genaue und aktuelle Informationen erhalten. Es ist wichtig, auf verschiedene Szenarien vorbereitet zu sein. Ja, wir sollten für Wetteränderungen entsprechend packen. Die Überprüfung der Prognose hilft uns, fundierte Entscheidungen zu treffen. Und es stellt sicher, dass wir auf alles vorbereitet sind, was uns in den Weg kommt. Lektion 19: Einschränkungen für Passagiere. Gibt es Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl der Passagiere, die der Shuttle aufnehmen kann? Das ist eine gute Frage. Das sollten wir beim Shuttle-Service nachfragen. Es ist wichtig zu wissen, ob es eine maximale Kapazität gibt. Auf diese Weise können wir entsprechend planen und Probleme vermeiden. Wir sollten auch den Komfort und die Sicherheit aller Passagiere berücksichtigen. Ja, eine Überbelegung kann zu Unbehagen und potenziellen Gefahren führen. Wir können uns nach Einschränkungen oder Richtlinien erkundigen. Das wird uns helfen, Vorkehrungen für alle zu treffen. Die Beschränkungen der Fahrgäste sorgen für eine reibungslose und angenehme Fahrt. Es ist notwendig für ein positives Transporterlebnis. Lektion 20: Zwischen Italien und Frankreich wählen. Ich bin hin und her gerissen zwischen Italien und Frankreich. Ich bin an beidem interessiert. Das ist eine schwierige Entscheidung. Das sind beide tolle Ziele. Italien bietet eine reiche Geschichte und köstliche Küche. Ja, Sie können antike Ruinen erkunden und Pasta und Eis genießen. Frankreich hingegen hat eine wunderschöne Architektur und eine renommierte Küche. Das stimmt. Sie können ikonische Sehenswürdigkeiten besuchen und französisches Gebäck genießen. Ich sollte die spezifischen Attraktionen und Aktivitäten in jedem Land berücksichtigen. Es ist wichtig, darüber nachzudenken, was Sie am meisten interessiert. Ich kann auch nach Reiseführern und Empfehlungen suchen. Das liefert wertvolle Erkenntnisse, die Ihnen bei der Entscheidung helfen. Die Wahl zwischen Italien und Frankreich erfordert sorgfältige Überlegungen. Nehmen Sie sich Zeit und wägen Sie die Vor- und Nachteile der einzelnen Destinationen ab. Lektion 21: Work-Life-Balance. Absolut, es ist wichtig, eine Work-Life-Balance zu haben, oder? Dem stimme ich voll und ganz zu. Es ist entscheidend für unser Wohlbefinden. Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben kann Stress reduzieren. Das stimmt. Es ermöglicht uns, uns zu entspannen und neue Energie zu tanken. Es hilft uns auch, gute Beziehungen zu Familie und Freunden aufrechtzuerhalten. Ja, es ist wichtig, Zeit mit geliebten Menschen zu verbringen. Um eine Work-Life-Balance zu erreichen, müssen Grenzen gesetzt werden. Das Setzen von Grenzen hilft uns, unsere Zeit und Energie zu priorisieren.
Wir sollten lernen, Nein zu sagen, wenn nötig. Wenn wir Nein sagen, können wir uns auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Es ist auch wichtig, Zeit für die Selbstpflege einzuplanen. Wenn wir auf uns selbst aufpassen, bleiben wir gesund und glücklich. Und denken Sie daran, dass die Work-Life-Balance für jeden anders aussieht. Das ist richtig. Es geht darum herauszufinden, was für uns am besten funktioniert. Bemühen wir uns also um eine gesunde Work-Life-Balance. Einverstanden. Es ist wichtig für unser allgemeines Wohlbefinden. Absolut. Machen wir es zu einer Priorität in unserem Leben. Lektion 22. Holen Sie sich Rat. Wenn Sie Rat benötigen, zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden. Danke, John. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfsbereitschaft. Ich glaube daran, uns gegenseitig bei unseren Bemühungen zu unterstützen. Das ist eine tolle Einstellung. Unterstützung ist wertvoll. Wir alle stehen vor Herausforderungen, und die Suche nach Rat kann als Orientierungshilfe dienen. Ja, Ratschläge von anderen können neue Perspektiven bieten. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es keine Schwäche ist, um Hilfe zu bitten. Richtig. Um Hilfe zu bitten, zeigt Stärke und den Wunsch, zu wachsen. Zögern Sie also nie, sich an uns zu wenden, wenn Sie Beratung benötigen. Das behalte ich im Hinterkopf. Es ist beruhigend, Ihre Unterstützung zu haben. Ich freue mich, dass ich für dich da sein kann. Wir machen das zusammen durch. Danke, John. Ich werde mich auf jeden Fall an dein Angebot erinnern. Gern geschehen, Anna. Ich bin hier, um zu helfen, wann immer du es brauchst. Lektion 23. Hobbys und Interessen. Neben dem Malen arbeite ich gerne im Garten. Wie steht's mit dir, Anna? Ich beherrsche es nicht so gut, aber ich gärtnere auch gerne. Gartenarbeit ist eine großartige Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden. Es ist wahr. Es ist entspannend und erfüllend, Pflanzen wachsen zu sehen. Außerdem können Sie Ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen. Ja, es lohnt sich, das zu essen, was man selbst angebaut hat. Und Gartenarbeit kann auch eine Form von Bewegung sein. Auf jeden Fall. Es hält dich aktiv und verbessert die Fitness. Es ist wunderbar, außerhalb der Arbeit Freude an Hobbys zu finden. Absolut. Hobbys sorgen für einen Ausgleich und machen glücklich. Lassen Sie uns also weiterhin unseren Hobbys und Interessen nachgehen. Einverstanden. Sie bereichern unser Leben und machen uns glücklich. Exakt. Lasst uns unsere Leidenschaften weiter erforschen und genießen. Lektion 24. Einkaufen. Hast du deine Lebensmitteleinkäufe für die Woche erledigt? Nein, ich habe noch ein paar Dinge auf meiner Liste. Eine vorausschauende Planung kann den Lebensmitteleinkauf effizienter machen. Ja, eine Liste zu erstellen hilft mir, organisiert zu bleiben. Es verhindert auch Impulskäufe und spart Geld. Das stimmt. Ich halte mich an meine Liste, um unnötige Einkäufe zu vermeiden. Haben Sie über Online-Lebensmitteleinkäufe nachgedacht? Ja, das ist praktisch, besonders an geschäftigen Tagen. Online-Shopping kann Zeit sparen und Lieferoptionen bieten. Ich werde es versuchen.
Das klingt nach einer guten Idee. Denken Sie daran, nach Rabatten zu suchen und Preise zu vergleichen. Das werde ich. Geld sparen ist immer ein Bonus. Großartig! Viel Glück beim Rest deiner Einkäufe. Lektion 25. Heimwerken und Internetressourcen. Und liest du DY-Bücher? Nein, aber ich finde, dass das Internet eine großartige Ressource ist. Das stimmt. Es ist eine riesige Quelle von Informationen und Tutorials. Ich habe viel von DY-Blogs und Websites gelernt. DY-Projekte können Spaß machen und sich lohnen. Auf jeden Fall. Es ermöglicht uns, kreativ zu sein und neue Fähigkeiten zu erlernen. Das Internet bietet schrittweise Anleitungen für verschiedene Projekte. Ja, es ist, als hätten wir einen virtuellen Lehrer zur Hand. Seien Sie einfach vorsichtig und überprüfen Sie zuverlässige Quellen. Ich achte immer darauf, die Informationen, die ich finde, zu überprüfen. Das ist klug. Es ist wichtig, sich auf glaubwürdige Quellen zu verlassen. Einverstanden. Das Internet kann ein wertvolles Lerninstrument sein. Lassen Sie uns also weiter im Internet nach DY-Inspiration suchen. Absolut. Es gibt so viel, was wir entdecken und erschaffen können. Machen wir das Beste aus den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen. Lektion 26. Heimwerker-Reparaturen lernen. Hast du schon einmal versucht, Reparaturen selbst durchzuführen, Anna? Nein, ich habe nicht wirklich repariert, aber ich bin daran interessiert zu lernen. Das ist großartig. DY-Reparaturen können Ihnen Geld sparen und Ihnen ein Erfolgserlebnis geben. Ich stimme zu. Es ist ermächtigend, Dinge selbst in Ordnung zu bringen. Sie können mit einfachen Aufgaben wie dem Reparieren eines undichten Wasserhahns oder dem Austausch einer Glühbirne beginnen. Das klingt nach guten Anfängerprojekten. Ich werde sie ausprobieren. Es gibt viele Online-Tutorials und Videos, die Sie durch den Prozess führen. Das ist hilfreich. Ich werde sicherstellen, dass ich einige Nachforschungen anstelle, bevor ich anfange. Denken Sie daran, der Sicherheit Priorität einzuräumen und für jeden Job die richtigen Werkzeuge zu verwenden. Sicherheit ist wichtig. Ich treffe alle notwendigen Vorkehrungen. Das ist der Geist. Mit etwas Übung wirst du selbstbewusster in deinen Heimwerkerfähigkeiten werden. Ich freue mich darauf, zu lernen und eigenständiger zu werden. Ich bin sicher, du wirst das großartig machen. Viel Glück bei Ihren Heimwerker-Reparaturarbeiten. Lektion 27. Arbeit und Entspannung. Ich muss noch etwas Arbeit erledigen, aber danach entspanne ich mich auch. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Entspannung zu finden. Absolut. Entspannung verjüngt Körper und Geist. Es hilft uns, neue Energie zu tanken und einen gesunden Lebensstil aufrechtzuerhalten. Pausen während der Arbeit können die Produktivität tatsächlich verbessern. Das stimmt. Das ermöglicht uns, uns neu zu konzentrieren und Burnout zu vermeiden. Aktivitäten, die uns Spaß machen, helfen uns, uns zu entspannen und Stress abzubauen. Ob es darum geht, ein Buch zu lesen oder spazieren zu gehen, Entspannung ist notwendig. Es ist wichtig, der Selbstpflege Priorität einzuräumen und sich Zeit für Entspannung zu nehmen. Dem stimme ich voll und ganz zu.
wir müssen auf uns selbst aufpassen. Lassen Sie uns also unsere Arbeit beenden und dann Zeit finden, um uns zu entspannen und abzuschalten. Absolut. Es ist wichtig, dass wir unserem Wohlbefinden Priorität einräumen. Lektion 28: Entwaldung und Wildtiere. Nun, ich mache mir wirklich Sorgen über die Entwaldung und ihre Auswirkungen auf die Tierwelt. Ich teile deine Sorge. Die Entwaldung hat erhebliche Folgen. Es zerstört natürliche Lebensräume und bedroht das Überleben vieler Arten. Es stört Ökosysteme und führt zum Verlust der biologischen Vielfalt. Die Entwaldung trägt auch zum Klimawandel bei und wirkt sich auf die lokalen Gemeinschaften aus. Ja, es hat weitreichende soziale, wirtschaftliche und ökologische Auswirkungen. Wir müssen das Bewusstsein dafür schärfen, wie wichtig der Schutz der Wälder ist. Absolut. Naturschutzbemühungen und nachhaltige Praktiken sind von entscheidender Bedeutung. Die Unterstützung von Organisationen, die sich für die Wiederaufforstung einsetzen, ist eine Möglichkeit, zu helfen. Wir können auch in unserem täglichen Leben Entscheidungen treffen, die Nachhaltigkeit fördern. Gemeinsam können wir etwas bewirken und die Wälder und Wildtiere unseres Planeten schützen. Lektion 29: Das Farbschema ändern und Naturfarben einbeziehen. Hast du darüber nachgedacht, das Farbschema deines Raums zu ändern, Anna? Ja, ich möchte mehr natürliche Elemente in das Design integrieren. Das klingt wunderbar. Natürliche Farben können eine beruhigende und einladende Atmosphäre schaffen. Ich denke darüber nach, Erdtöne wie Grün und Brauntöne zu verwenden. Erdtöne können ein Gefühl von Harmonie und Verbundenheit mit der Natur vermitteln. Ich möchte auch natürliche Texturen wie Holz und Stein einführen. Das würde der Gesamtästhetik Wärme und Authentizität verleihen. Ich plane, auch Zimmerpflanzen einzubauen. Zimmerpflanzen verbessern nicht nur die Optik, sondern verbessern auch die Luftqualität. Ich freue mich über die Transformation. Es wird eine friedliche Umgebung schaffen. Das klingt nach einem großartigen Plan. Ich kann es kaum erwarten, das Endergebnis zu sehen, Anna. Lektion 30: Gemütliches Häuschen in der Nähe des Sees. Du zuerst. Welche haben deine Aufmerksamkeit erregt? Eine Option ist ein gemütliches Ferienhaus in der Nähe des Sees. Oh, das klingt reizend. Ich wollte schon immer einen Rückzugsort am Wasser haben. Es ist ein ruhiger Ort, an dem Sie sich entspannen und die Natur genießen können. Ich bin auch auf eine moderne Wohnung in der Innenstadt gestoßen. Das Leben im Stadtzentrum bietet Komfort und einfachen Zugang zu Annehmlichkeiten. Das stimmt. Es wäre toll, in der Nähe von Geschäften und Restaurants zu sein. Eine weitere Option ist ein geräumiges Bauernhaus auf dem Land. Mir gefällt die Idee, von Natur umgeben zu sein und mehr Platz zu haben. Jede Option hat ihren eigenen Reiz. Das hängt von Ihren Vorlieben und Ihrem Lebensstil ab. Es ist eine schwierige Entscheidung, aber ich werde überlegen, was am besten zu mir passt. Nehmen Sie sich Zeit und stellen Sie sich vor, in jeder Umgebung zu sein. Du wirst den perfekten Ort finden. Danke, John. Ich schätze deinen Beitrag. Ich treffe die richtige Wahl für mich. Lektion 31: Museumsausstellungen. Ich liebe Museen.
Welche Art von Exponaten hat es? Das Museum hat eine Vielzahl von Exponaten. Das klingt interessant. Kannst du mir ein paar Beispiele geben? Natürlich. Sie haben Ausstellungen zu alten Zivilisationen, moderner Kunst, Naturgeschichte und vielem mehr. Oh, das ist großartig. Ich interessiere mich besonders für alte Zivilisationen. Was haben Sie ausgestellt? Sie haben Artefakte aus dem alten Ägypten, Griechenland und Rom. Sie können Statuen, Töpferwaren und sogar Mumien sehen. Wow, das ist faszinierend. Ich werde mir auf jeden Fall die Ausstellungen der antiken Zivilisation ansehen. Ich bin sicher, es wird dir gefallen. Sie haben auch interaktive Ausstellungen, in denen Sie lernen und gleichzeitig Spaß haben können. Das ist sogar noch besser. Ich liebe interaktive Ausstellungen. Es macht die Lernerfahrung ansprechender. Absolut. Das Museum möchte Besuchern jeden Alters ein lehrreiches und unterhaltsames Erlebnis bieten. Das ist wunderbar. Ich kann es kaum erwarten, das Museum zu besuchen und alle Exponate zu erkunden. Ich bin sicher, du wirst eine tolle Zeit haben. Das Museum hat für jeden etwas zu bieten. Vielen Dank für das Teilen der Informationen. Ich weiß es zu schätzen. Du bist willkommen. Ich hoffe, Sie haben einen fantastischen Museumsbesuch. Das werde ich. Nochmals vielen Dank. Lektion 32: Gesundes Naschen. Was das Naschen zwischen den Mahlzeiten angeht, Naschen kann gesund sein, wenn wir Wählen Sie nahrhafte Optionen. richtig. Anstatt nach Chips oder Keksen zu greifen, können wir uns für Obst oder Nüsse entscheiden. Das ist eine gute Idee. Obst und Nüsse liefern Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe. Außerdem sind sie eine gesündere Alternative zu verarbeiteten Snacks, die reich an Zucker und ungesunden Fetten sind. Absolut. Es ist wichtig, kluge Snacks auszuwählen, um eine ausgewogene Ernährung aufrechtzuerhalten. Und Snacks können dazu beitragen, unser Energieniveau den ganzen Tag über aufrechtzuerhalten. Ja, aber die Portionskontrolle ist ebenfalls wichtig. Snacks sollten in Maßen gegessen werden. Das stimmt. Wir sollten uns nicht zu viele Snacks gönnen, auch wenn die Snacks gesund sind. Richtig. Es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden und auf die Hungersignale unseres Körpers zu hören. Und es ist immer eine gute Idee, im Voraus zu planen und gesunde Snacks griffbereit zu haben. Auf jeden Fall. Wenn Sie Obst, Gemüse oder Joghurt zur Hand haben, können Sie ungesunden Versuchungen leichter widerstehen. Naschen kann Teil eines gesunden Lebensstils sein, wenn wir bewusste Entscheidungen treffen. Exakt. Es geht darum, kleine Änderungen vorzunehmen, die einen großen Einfluss auf unser allgemeines Wohlbefinden haben können. Lektion 33: Abwechslung trinken. Okay, das nehme ich. Und was die Getränke angeht, haben wir eine Auswahl, oder? Ja, wir bieten eine große Auswahl an Getränkeoptionen. Das ist großartig. Kannst du mir ein paar Beispiele geben? Wir haben heiße Getränke wie Kaffee, Tee und heiße Schokolade. Wir haben auch kalte Getränke wie Limonade, Saft und Wasser. Hervorragend. Ich habe Lust auf etwas Erfrischendes.
Was für Säfte hast du? Wir haben Orangensaft, Apfelsaft, Traubensaft und eine Mischung aus tropischen Früchten. Klingt köstlich. Ich nehme die Mischung aus tropischen Früchten. Gute Wahl. Es ist eine beliebte Option bei unseren Kunden. Ich freue mich darauf, es auszuprobieren. Haben Sie Empfehlungen für heiße Getränke? Unser Kaffee ist frisch gebrüht und wir haben eine Auswahl an Tees mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich nehme bitte eine Tasse schwarzen Tee. Bestimmt. Das bereite ich für dich vor. Danke. Die Vielfalt der Getränke, die Sie anbieten, ist beeindruckend. Wir bemühen uns, auf unterschiedliche Präferenzen einzugehen und unseren Kunden ein zufriedenstellendes Erlebnis zu bieten. Nun, es ist dir sicherlich gelungen. Ich schätze die verfügbaren Optionen. Es ist uns eine Freude. Genieß deinen Drink. Lektion 34: Kleider mit Spitzendetails. Haben Sie darüber nachgedacht, ein Kleid mit Spitzendetails anzuprobieren? Darüber habe ich nicht nachgedacht. Was ist das Besondere an Kleidern mit Spitze? Kleider mit Spitzendetails können Ihrem Look einen Hauch von Eleganz und Weiblichkeit verleihen. Das klingt reizend. Spitze hat eine zarte und komplizierte Schönheit. Absolut. Es kann eine romantische und vintage-inspirierte Atmosphäre erzeugen. Ich bin fasziniert. Wo finde ich Kleider mit Spitzendetails? Viele Bekleidungsgeschäfte bieten eine Vielzahl von Kleidern mit Spitze an. Sie können auch versuchen, online zu suchen. Das behalte ich im Hinterkopf. Gibt es verschiedene Arten von Spitzen? Ja, es gibt verschiedene Arten von Spitzen, jede mit ihren eigenen einzigartigen Mustern und Texturen. Das ist interessant. Ich muss die verschiedenen Optionen ausloten. Spitzenkleider können auch vielseitig sein. Sie können sowohl für formelle als auch für ungezwungene Anlässe getragen werden. Das ist ein Plus. Es ist immer toll, ein Kleid zu haben, das anders gestylt werden kann. Absolut. Spitzenkleider können für einen formelleren Look mit Absätzen kombiniert oder für einen lässigen Ausflug mit flachen Schuhen gekleidet werden. Ich schätze die Vielseitigkeit. Es gibt mir mehr Möglichkeiten zum Spielen. Ich bin mir sicher, dass Sie ein Spitzenkleid finden werden, das zu Ihrem Stil passt und Sie sich selbstbewusst und schön fühlen lässt. Danke, dass du es vorgeschlagen hast. Ich freue mich darauf, meine Suche nach einem Spitzenkleid zu beginnen. Du bist willkommen. Viel Spaß beim Finden des perfekten Kleides mit Spitzendetails. Das werde ich. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihren Rat. Lektion 35: Zu lange warten. Warten kann manchmal lästig sein. Ja, es kann frustrierend sein, wenn die Dinge zu lange dauern. Wie lange dauert es normalerweise, bis du dich morgens fertig machst? Es hängt vom Tag ab, aber ich versuche effizient zu sein und mich schnell fertig zu machen. Das ist gut. Es ist wichtig, nicht zu viel Zeit mit Warten zu verschwenden. Auf jeden Fall. Zeit ist kostbar, und wir sollten das Beste daraus machen. Das Warten auf öffentliche Verkehrsmittel kann ebenfalls mühsam sein. Ja, vor allem, wenn es verspätet oder überfüllt ist.
Es ist immer eine gute Idee, im Voraus zu planen und früh abzureisen, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden. Das stimmt. Proaktiv zu sein kann viel Zeit und Frustration sparen. Ein weiterer Tipp ist, Technologie zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Sie können nach Verzögerungen suchen oder alternative Routen finden. Das ist eine tolle Idee. Es kann Ihnen helfen, Ihre Pläne anzupassen und unnötiges Warten zu vermeiden. Exakt. Indem wir vorbereitet und proaktiv sind, können wir die Unannehmlichkeiten des Wartens minimieren. Einverstanden. Es geht darum, unsere Zeit bestmöglich zu nutzen. Absolut. Zeit ist kostbar, und wir sollten uns bemühen, sie klug zu nutzen. Ich werde das im Hinterkopf behalten und versuchen, mehr auf das Warten zu achten. Das ist eine gute Einstellung. Es wird Ihren Tagesablauf sicherlich effizienter machen. Danke für den Rat. Ich weiß es zu schätzen. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Lektion 36. Überprüfung der Arbeit. Ich habe die Aufgabe erledigt. Es hat sich als ausgezeichnet herausgestellt. Das ist toll zu hören. Ich werde daran arbeiten und es zur Überprüfung schicken. Perfekt. Nehmen Sie sich Zeit und lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Informationen benötigen. Wird reichen. Ich werde sicher gehen, dass alles geklärt ist, bevor ich es finalisiere. Danke. Ich schätze Ihre Liebe zum Detail. Es ist mir ein Vergnügen. Ich strebe immer nach qualitativ hochwertiger Arbeit. Ich vertraue auf deine Fähigkeiten. Ich weiß, dass du einen fantastischen Job machen wirst. Danke für dein Vertrauen. Ich werde sicherstellen, dass Ihre Erwartungen erfüllt werden. Daran habe ich keinen Zweifel. Ich freue mich auf das Endergebnis. Ebenso. Ich halte dich über den Fortschritt auf dem Laufenden. Danke, Anna. Ich freue mich, dich in meinem Team zu haben. Lektion 37. Fähigkeiten entwickeln. Das ist ein kluger Schachzug. Welche Fähigkeiten möchtest du entwickeln? Ich bin daran interessiert, meine Kommunikations- und Führungsfähigkeiten zu verbessern. Dies sind grundlegende Fähigkeiten für das Karrierewachstum. Irgendwelche spezifischen Pläne? Ich plane, einen Kurs für öffentliche Reden zu belegen und an einem Schulungsprogramm für Führungskräfte teilzunehmen. Hervorragende Auswahl. Übung und Erfahrung werden Ihnen helfen, hervorragende Leistungen zu erbringen. Das glaube ich auch. Es ist wichtig, in die Selbstverbesserung zu investieren. Absolut. Kontinuierliches Lernen ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich freue mich über die Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung. Du bist auf dem richtigen Weg. Mach weiter mit der guten Arbeit. Danke für deine Unterstützung und Ermutigung, John. Gern geschehen, Anna. Ich bin hier, um dir zum Erfolg zu verhelfen. Lektion 38. Letztes Wochenende. In letzter Zeit, ja. Ich war letztes Wochenende dort. Brauchst du irgendwelche Empfehlungen? Das wäre toll. Ich suche einen schönen Ort zum Entspannen. Haben Sie darüber nachgedacht, den nahegelegenen Strand zu besuchen? Es ist ziemlich friedlich. Das klingt reizend. Ist es am Wochenende voll?
Es kann voll werden, aber wenn Sie früh am Morgen gehen, ist es normalerweise weniger voll. Gut zu wissen. Dann plane ich, früher zu gehen. Genießen Sie Ihren Wochenendausflug. Ich bin sicher, du wirst eine tolle Zeit haben. Danke für den Vorschlag, John. Ich weiß es zu schätzen. Gern geschehen, Anna. Hab ein wunderbares Wochenende. Lektion 39. Ein besonderer Anlass. Klar, das klingt nach Spaß. Was ist der Anlass? Nächste Woche habe ich Geburtstag und ich möchte mit Freunden feiern. Das ist wunderbar. Hast du dich für den Veranstaltungsort entschieden? Ja, ich habe ein nettes Restaurant gefunden, das einen privaten Essbereich bietet. Das ist perfekt für eine Geburtstagsfeier. Planst du irgendwelche Aktivitäten? Ich denke darüber nach, Live-Musik und eine kleine Tanzfläche zu haben. Klingt nach einem großartigen Plan, um einen schönen Abend zu verbringen. Ich freue mich darauf. Geburtstage sind immer etwas Besonderes. In der Tat ist es eine Zeit, um zu feiern und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Dem stimme ich voll und ganz zu. Ich freue mich auf eine fantastische Geburtstagsfeier. Lektion 40. Einkaufsfunde. Angebote. Ich habe auch ein schönes Kleid gefunden. Es ist meine Größe. Das ist großartig. Die richtige Größe zu finden ist immer ein Gewinn. Absolut. Manchmal ist es nicht einfach, die perfekte Passform zu finden. Ich hatte eine ähnliche Erfahrung. Es kann ziemlich frustrierend sein. Aber wenn du etwas findest, das gut passt, lohnt es sich. Auf jeden Fall. Es stärkt ihr Selbstvertrauen und sie fühlen sich gut. Das ist so wahr. Kleidung kann einen erheblichen Einfluss auf unser Selbstwertgefühl haben. Dem stimme ich voll und ganz zu. Es ist wichtig, etwas zu tragen, damit wir uns wohl und selbstbewusst fühlen. Absolut. Mode ist eine Möglichkeit, uns auszudrücken und unseren persönlichen Stil zu präsentieren. Ich bin froh, dass wir beide etwas gefunden haben, das uns gefällt. Es ist ein befriedigendes Gefühl. In der Tat ist es eine kleine Lebensfreude, die uns ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Es sind die kleinen Dinge, die den Unterschied machen. Viel Spaß beim Shoppen. Danke, Anna. Viel Spaß beim Tragen deines neuen Kleides.